Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles & Marcel. Ich fliege heute von Palma de Mallorca nach Zürich und zwar das Ganze mit Helvetic Airways in der Business Class und bin schon gespannt, was mich auf diesem Flug erwartet. Euch nehme ich dabei gerne mit. Viel Spaß! Und hier kommt endlich ein Video, auf das einige von euch schon gewartet hatten. Vor ein paar Monaten habe ich euch meinen Flug nach Palma de Mallorca von Hamburg über Wien mit Austrian Airlines gezeigt. Solltet ihr das Video noch nicht kennen und es euch vorher erst einmal anschauen wollen, dann klickt einfach auf das i. Heute folgt also der Rückflug. Gebucht hatte ich das Ganze mit Swiss Airways, ausgeführt wurde dieser erste Abschnitt von Palma nach Zürich, aber mit Helvetic Airways. Die Fastlane hatte ihren Namen wirklich verdient. Keine 2 Minuten habe ich hier für alles benötigt und habe mich danach auf die Suche nach der Sala Formentor Lounge gemacht. Hier habt ihr als Business Class und Statuskunde von Swiss, Lufthansa und Co. Zugang, aber auch zum Beispiel mit dem Priority Pass der American Express Platinum Kreditkarte. Der Flughafen Palma de Mallorca entpuppt sich im Inneren als sehr weitläufig und es hat eine Weile gedauert, aber schließlich hatte ich die Lounge gefunden. Geholfen hatte auch, dass ich hier vor einem Jahr schon einmal war und mich grob an den Weg erinnerte. Die Wegweiser zu der Lounge könnten, zumindest für mein Empfinden, gerade nach der SICO auffälliger sein. Ich hatte wirklich nicht gesehen, dass die Treppe nach unten zur Lounge nur aus ungefähr 5 Stufen bestand und habe tatsächlich den Fahrstuhl genommen. Auf dem Rückweg habe ich aber die Treppe genommen. Versprochen, man will ja sportlich bleiben. Die Lounge ist sehr modern eingerichtet, bietet aber leider kaum Fensterplätze, geschweige denn eine interessante Aussicht. Dafür ist die Auswahl an Getränken und Snacks großartig. Laufend wurde nachgelegt und während meines einstündigen Aufenthalts kamen sogar immer wieder neue Speisen in die Auslage. Die Lounge war an diesem Morgen sehr gut gefüllt, aber nicht zu voll und so war es kein Problem, einen guten Sitzplatz zu ergattern. Geschmeckt hat alles, was ich probiert habe, wirklich gut. Zum Beispiel diese kleinen Käse-Schinken-Sandwiches oder, was mir ganz besonders gut gefallen hat, waren diese kleinen Hotdogs. Da fühlt man sich ja fast wie in einer amerikanischen Lounge. Als es Zeit wurde aufzubrechen, musste ich noch einen kleinen Weg zurücklegen, um zu meinem Abfluggate D93 zu kommen. Und auch wenn hier groß und deutlich Swiss zu lesen ist, wurde dieser Flug von Helvetic Airways im Auftrag von Swiss durchgeführt. Das Boarding erfolgte in Gruppen und man durfte nach dem Scannen der Bordkarte noch ein ganzes Stück laufen, bis man dann an einem Busgate ankam. Dort hieß es natürlich trotz Priority Boardings warten, bis der Bus aus allen Nähten platzt. Der Vorteil an einem Busgate ist aber auch, dass man nach dem Aussteigen einen großzügigen Blick auf das Flugzeug genießen kann. In diesem Fall eine fast nagelneue Embraer 195. Nur noch schnell die Treppe hoch und schon konnte ich auf meinem Sitzplatz 1 Alpha Platz nehmen. Die Bestuhlung ist in einer 2-2-Konfiguration. In der Business Class bleibt der Sitzplatz neben euch garantiert frei. Die Flugbegleiterin hat jeden Gast sehr freundlich begrüßt und hatte auch keine Probleme damit, wenn ich sie während des Fluges mal filmen sollte. Während noch ein zweiter Bus eintrudelte, wo sich nur noch ein paar Menschen drin befanden, wurden im Flugzeug schon ein paar Annehmlichkeiten in der Business Class verteilt, darunter eine kleine Flasche Wasser sowie ein Erfrischungstuch. Letzteres hatte eine sehr gute Qualität und roch sehr auffällig nach Pinien, Tannen, ich weiß es nicht, nach Wald. Sehr interessanter Geruch auf jeden Fall.
Während des Fluges habt ihr die Möglichkeit, in allen Klassen verschiedene Speisen und Getränke kostenpflichtig zu erwerben. Werfen wir hier mal einen Blick in die Karte. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was man während des Flugs mit Swiss/Helvetic Airways käuflich erwerben kann. Als Business-Class-Kunde habt ihr fast aus dem gesamten Getränkesortiment freie Auswahl. Das Essen ist aber vorgegeben und man kann nicht, wie zum Beispiel bei Eurowings, die freie Auswahl aus der Karte genießen. Und nach dem Studieren der Menükarte konnte es dann auch losgehen Richtung Zürich. Nach einem fantastischen Start über Mallorca konnte ich dann auch den Sitzplatz noch einmal ausgiebig testen. Ganz besonders hat mir übrigens ein Detail gefallen. Helvetic Airways hat unter jedem Sitz einen Poweranschluss. Das finde ich wirklich klasse. Der Tisch befindet sich, wie in der ersten Reihe üblich, in der Armlehne. Und was zunächst einen guten Eindruck machte, entpuppte sich dann doch als etwas verbesserungsfähig. Nach dem Aufklappen hing der Tisch nach rechts ziemlich durch. Leider konnte man diesen auch nicht auf der Armlehne ablegen, sodass er im Grunde unbrauchbar wurde. Die Flugbegleiterin teilte mir mit, dass sie diesen Mangel schon auf dem Hinflug entdeckt und notiert hatte. Natürlich hatte ich ja noch einen zweiten Tisch in der linken Armlehne, mag es aber persönlich nicht, wenn man so eingezwängt im Sitz ist. Daher habe ich kurzerhand das Tablett mit einer Thunfischcreme auf meinen Beinen abgestellt. Mein Getränk haben wir versucht, auf dem anderen Tisch auszubalancieren. Eine große Serviette und schweres Besteck haben mich dann das Brötchen mit Butter und Salz genießen lassen. Wie treue Zuschauer vielleicht wissen, stehe ich nicht auf Fisch. Schade, dass es keine Alternative zur Auswahl gab. Das Dessert war ein Pudding mit Früchten, der wirklich sehr lecker war. Schauen wir uns noch einmal die Bordtoilette an. Grundsätzlich ist man von den Embraer-Flugzeugen ja gewohnt, dass diese sehr klein und eng sind. Hier hatte das Ganze aber nochmal eine neue Dimension. Und nein, ich bin nicht 2,10 Meter groß, sondern ungefähr 1,90 m. Ja, so sieht es aus in der Toilette der Embraer 192. Ja, angenehm. Alles Wichtige war hier aber auf engstem Raum vorhanden. Sogar eine Wickelablage, die fast den gesamten Raum eingenommen hat.
Nachdem ich meinen Sitzplatz wieder eingenommen hatte, wurde noch die berühmte Swiss-Schokolade verteilt. Während ich diese genossen habe, konnte ich noch den sonnigen Ausblick genießen und schon befanden wir uns im Landeanflug auf Zürich. Dankeschön. Also, bis dann. Tschüss. Danke gleichfalls. Nach der Landung erwartete mich eine kleine Überraschung. Swiss hatte für ihre Business-Class-Gäste tatsächlich einen eigenen kleinen Business-Class-Bus bereitgestellt. So etwas würde ich mir immer für eine Business-Class wünschen, wenn man ein Busgate hat. Ein ganz großer Pluspunkt. Ich muss sagen, dass mir dieser Flug außerordentlich gut gefallen hat. Ein neues Flugzeug mit einer guten Ausstattung, von dem einen Tisch mal abgesehen, und eine sehr freundliche Behandlung der Flugbegleiterin. Der separate Bus am Ende ist ein Highlight für mich gewesen. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass ich diesen Flug mit Geld bezahlt habe. Knapp 400 € für Hamburg, Palma de Mallorca und zurück, jeweils mit Zwischenstopps. In der Business Class wohlgemerkt. Da kann man nichts sagen. Geflogen bin ich Ende Juli 2022 und die Preise sehen nun wenige Monate danach ganz anders aus. Ich würde mich immer wieder für einen Swiss-Flug, sehr gerne dann durchgeführt von Helvetic Airways, entscheiden. Und wenn ihr euch auch für ein Abonnement dieses Kanals entscheiden würdet, dann würde mich das sehr freuen. Gebt auch gerne einen Daumen nach oben und hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich freue mich schon auf den nächsten Flug mit euch. Alles Gute, euer Marcel.